Hallo, ich heiße Johannes Schade und bin von der Firma Optonic aus Freiburg. Und in diesem Video geht es natürlich wieder um das Thema kamerageführte Robotik. Wir sind heute zu Besuch bei der Firma Günther Präzisionstechnik in Villingen-Schwenningen, wo einer unserer Integrationspartner, die Firma EGS Automation, verschiedene Schleifmaschinen mit Automationsanlagen ausgerüstet hat. Und das Schöne daran ist, im Herzen der Automation steckt unser neues Produkt Mikado Find, eine einfache 3D-Pick-and-Place-Anwendung, die für jede Automation hilfreich ist. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Die Grundidee für unser Mikado Find entstand in verschiedenen Kundengesprächen. Nun kommen wir klassisch aus dem Bereich Griff in die Kiste, Bin-Picking, wo wir mit Mikado Control eine Lösung haben, wo wir die Bahnplanung übernehmen, immer kollisionsgeprüft fahren und chaotische Teile aus einer Kiste in eine Ablage positionsgenau zuführen. Oft hat der Kunde aber nicht diese hohe Anforderungen an seine Automation und möchte einfach teilweise geschüttetes und vorvereinzeltes Material, beispielsweise auf Förderbändern oder in Trays in eine Anlage zuführen. Und hier haben wir mit Mikado Find eine einfache 3D-Pick-and-Place-Lösung entwickelt, mit der das möglich ist und die Automation auch von kleinen Stückzahlen ermöglicht. Auf die einfache Inbetriebnahme von Mikado Find für den Integrator wurde besonders Wert gelegt. Hier durchläuft der Integrator 3 Schritte. Das erste ist, er muss die Hardware und die Software in Betrieb nehmen. Die Software wird auf einem Anlagen-PC in der Anlage installiert und die Hardware, in diesem Fall die Kamera, in der Anlage montiert. Hier profitieren wir von der Flexibilität der In-Sensor-Kameras, wo der Kunde genau seinen Arbeitsabstand und Arbeitsbereich definieren kann. Im zweiten Schritt nimmt der Kunde die Kommunikationsschnittstelle in Betrieb. Hier bieten wir mit einer Standard TCP/IP und OPC-UA-Schnittstelle alles ab, was der Kunde braucht. Und so kann er leicht seine Kommunikation entweder zur SPS oder zum Roboter herstellen. Im letzten Schritt verheiratet er dann unser System mit dem Roboter-System und das passiert in der Hand-Auge-Kalibrierung. Das ist relativ einfach in 3 Schritten durchgeführt. Man nimmt eine Messspitze, installiert die am Roboter und fährt im Sichtbereich der Kamera 3 Positionen ab. Wir suchen dann jeweils an der Position die Messspitze und bekommen vom Roboter XYZ-Koordinaten und können so unser Koordinatensystem vom Kamera umrechnen. Danach funktioniert alles im Roboter-Koordinatensystem und der Integrator bekommt seinen Griffpunkt in seiner eigenen Welt präsentiert. Auch für den Betreiber der Anlage soll es möglichst einfach sein, neue Teile einzurichten. Er benötigt dafür lediglich das CAD vom Teil, um es einzurichten und geht dann in die Mikado-Oberfläche. Dort kann er dann noch den Griffpunkt verändern und unsere Systeme erzeugen automatisch die Suchtemplate für unseren Matching-Algorithmus. So kann er sehr, sehr schnell sehr viele Teile auf seiner Anlage fahren und seine Produktion flexibel gestalten. Mit unserer Kameratechnik genießt der Endkunde alle Vorteile, die 3D zu bieten hat. In dieser Anlage lösen wir ungefähr auf 2/10 unser Sichtfeld auf und können dadurch sehr, sehr kleine Teile fahren. Aber genauso ist es möglich, große Teile zu fahren, die Glanz haben, was im 3D für uns auch kein Problem darstellt. Neben der einfachen Einrichtung und Bedienung von Mikado Find ist der Preis auch sehr interessant. So kann ich auch bei hoher Teilevarianz schnell eine Amortisation in der Anlage erreichen. Und das mit allen Vorzügen, die die 3D-Technik mit sich bringt. Ob große Höhenunterschiede, Verkippungen oder Glanz auf den Teilen, das ist alles kein Problem. Wenn auch Sie Ideen haben oder Projekte im Kopf haben, die Sie gern mit uns besprechen wollen, melden Sie sich gern bei uns, am besten über unsere Webseite www.optonic.com. Wir freuen uns auf Sie.